So, moin, ich bin Tobias von Lockpicking Nord. Das hier ist der zweite Teil zum Schloss zerlegen und wieder zusammensetzen, beziehungsweise der erste Teil war ja nur zerlegen. Der zweite Teil ist dann eben nur zusammensetzen. Ein paar grundlegende Sachen habe ich ja auch schon angesagt. Anfangen tun wir jetzt erstmal, indem wir eine Seite bepinnen, so wie man das vielleicht kennt, manchmal sieht in anderen Videos, mit einem Follower. Ich fädel hier erstmal die Federn ein. Die geben mir allein schon mal einen Anhaltspunkt, wenn ich den Follower gleich durchschiebe, ob ich richtig bin oder nicht. Außerdem finde ich, dass das nicht einfacher wird, die Federn einzufädeln, wenn der Follower hier drin ist. Dann wird es hier drin ziemlich dunkel und dann trifft man nicht mehr besonders gut. So, also der ist hier schon mal vorbereitet und dann fangen wir an. Konzentration nur, dass wir keine Pins vertauschen. So, 5 schiebe ich, also kommt in das Loch rein. Und dann schiebe ich den Follower von hinten gegen, damit der Pin nicht wieder rausspringt. Und nimm dann die Pinzette, schieb ihn runter, drück ihn runter. Na, so gut das geht. So, und schieb ein Stückchen weiter. Dann kommt die nächste, eine Spule. Es ist natürlich sinnvoll, habe ich noch gar nicht gezeigt, eine Pinzette zu haben, eine Pin-Pinzette. Die ist hier vorne in irgendeiner Form rund. Man kann natürlich auch eine andere nehmen. Bei Spulen kommt das auch nicht so sehr drauf an, da passiert eher nichts mit. Aber gerade die Standardstifte, wenn man hier, also die werden halt wunderbar gehalten, dass sie sich nicht verdrehen in diese Richtung hier. Ja, in die andere können sie sowieso nicht, aber vor allem in die Richtung. Wenn ich hier eine normale Pinzette habe, dann klemmt mir der Pin hier zwischen. Ich muss wahnsinnige Kräfte aufwenden, damit mir der Pin hier gar nicht rausfällt und vor allem verdreht er sich hier ganz leicht. Ich versuche den in das Loch einzufädeln. Ne, treffe nicht sofort komplett und dann hat er sich verdreht und ich habe keine Chance mehr, muss wieder rausnehmen und das mit dem Follower geht das noch, aber sobald man erstmal mit dem Pinschuh bepinnt, wird das ziemlich katastrophal. Da kann man durchaus mal eine Stunde damit verbringen, eine Seite zu bepinnen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, so eine vernünftige Pinzette zu besorgen. Die ist von Sparrows, die kostet irgendwie 12,95 $ oder sowas. Was irgendwas von nicht mal 10 € sind. Das lohnt auf jeden Fall. Ein bisschen günstiger kann man auch noch eine kriegen mit dem Reload-Kit zusammen. Die ist allerdings dann kürzer. Die ist natürlich leichter zu bedienen. Hier muss ich nicht solche Kräfte aufwenden. Gleichzeitig komme ich tiefer in den Kern rein, bevor meine Finger im Weg sind, ne, zum Zusammendrücken. Aber die geht natürlich auch, die andere. Die ist vor allem nervig, wenn man es eilig hat. Wenn man dann zum Beispiel eine Repin-Challenge macht, dann ist das blöde, wenn man eine Pinzette hat, die nicht so richtig doll ist. So, ich bin gleich bei 1 angekommen. So eine Spule kann sich natürlich trotzdem gut verdrehen, wenn man die hier oben am Ende angreift. Muss ich aber am Ende angreifen, sonst kriege ich sie nicht tief genug rein. So, jetzt ist die eine Seite schon mal drin. Dann muss ich noch den Kern bestiften. So, idealerweise kontrolliere ich gleich mit dem Schlüssel, ob ich alles richtig gemacht habe. Wenn es nämlich verkehrt ist, ist das Mist. So. Ja, das wäre auch sinnvoll, wenn man den Schlüsselstift nicht verdreht einbaut. Vielleicht. Ich fühle ja immer gleich mit dem Finger rüber, ob es bündig ist oder nicht. So ein bisschen Paranoia, aber wie gesagt, wenn man das einmal verkackt hat und der Schlüssel auf einmal nicht mehr passt und vor allem das noch irgendwie ein Challenge-Schloss ist oder sowas, was man nicht mehr aufbekommt, ist Mist. Gut, wie gesagt, fühle hier rüber. Die Pins stehen sogar alle ein kleines bisschen zurück. Toleranzen sind gar nicht so doll. Aber wie gesagt, das passt so. Wieder aufpassen mit der Nut hier. Ich drehe das mal so rum. Ja, nicht, dass die Pins hier reinspringen gleich. So, dann kommt das hier rein. Schlüssel lasse ich noch stecken. Ich fädel nämlich als nächstes die Kupplung ein. Oder mache ich das mit dem Pin-Twister? Als erstes, ne? Ich fädel erstmal die Kupplung ein. Wir gucken. Eigentlich müsste das passen. Hier ist alles symmetrisch jetzt. Manchmal hat man das
hier zum Beispiel nur eine Ecke ausgeklinkt ist statt beide, dann wäre das asymmetrisch. Das muss auch nicht immer hier exakt mittig sein, die Mitte. Bei dem Titanium-Schloss von neulich ist es so, dass das hier ganz am Rand geteilt ist. Da sind beide Hälften, Kernhälften, ich habe das sogar noch hier. So, beide Schlosshälften sind unterschiedlich lang, ne? Die hier zu der hier. Aber man sieht hier schon, der Sprengring ist versetzt. Ne? Die Kerne sind genau gleich lang und im Prinzip ist die Kupplung versetzt hier nach links rüber. Deswegen hatte ich da auch so Probleme, die rauszubekommen. So, also, wenn ich die Kupplung drin habe, kann ich auch gleich den Schlüssel ziehen. Oh, Verzeihung. So. Kern da rein, Schlüssel raus. Jetzt kann hier nichts mehr passieren, ne? Der fällt nicht mehr raus. Sprengring lasse ich mal noch weg, falls ich das Ding nochmal lösen muss, was durchaus passieren kann. So, und jetzt könnte ich das Ding bepinnen mit diesem Montageschuh. Würde hier die Federn reinstecken. Oh, ich kann das ja mal anfangen. Die ersten 1 oder 2 Pins, die gehen auch noch. Danach wird das ganz schön fummelig. Und vor allem ohne Schraubstock hat man da eigentlich immer eine Hand zu wenig. Wie gesagt, die Federn hier rein. So, und jetzt muss ich das Ding hier schon mal schräge ansetzen, was allein schon mal nicht so doll ist, und fixieren. Jetzt fangen wir mit dem ersten Pin an. So, den runterdrücken, die Klammer gegendrücken und damit drücke ich die Spule schon mal hammerschräge. Das Ding jetzt irgendwie hier runterdrücken. Ne, so wird das noch nichts. Anders. Was auch geht, ist Pin hier runterschieben und dann zwischen das Schloss mir festhalten. So, das mal anders. So, nochmal. So, Pin hier rauf und jetzt zwischen der Pinzette, wenn da noch genügend Luft ist, den Pinschuh durchfädeln. In dem Fall ist da aber nicht genug Luft. Im Hookset geht das, bei dem hier geht das irgendwie nicht. So. Also ihr seht schon, nicht die beste Lösung. Den ersten habe ich. Wie gesagt, zweiter, dritter geht meistens auch noch einigermaßen. Danach wird es scheiße. Vor allem muss ich hier noch ein ganz kleines bisschen verrutschen, verdrehen oder irgendwas, dann fliegen mir die ersten Pins um die Ohren. So, wir machen das anders. Na, komm raus da. Na, die Federn hätten drin bleiben können, glaube ich. Ne, ist auch besser ohne Federn. Das war ein bisschen umsonst. So, ich nehme den Pin-Twister. Jetzt wird es noch dunkler hier drin. Sehe ich gleich gar nichts mehr. Ich versuche das trotzdem mal hinzubekommen. So, Feder, erster Pin. Man kann so einen Pinschuh auch, nicht direkt selber basteln. Der erste, den ich hatte, war einfach nur eine gebogene Klammer aus einem Scheibenwischer Inlet. Den musste ich dann allerdings auch noch mit einem Gummiband oder einem Kabelbinder fixieren, damit er nicht wegrutscht. Ist schon besser, so einen professionellen zu haben. So, drehe hier ein kleines Stückchen weiter, wenn man das sehen kann, dass die Ecke gerade abgedeckt ist. Und versuche die nächste Stelle zu finden. Ich habe ja Licht, fällt mir da ein. Bisschen künstliches Licht machen. Oh, Entschuldigung. So, weiß nicht, ob ihr mehr sehen könnt, aber ich kann auf jeden Fall mehr sehen. Allerdings ist mir die Lampe jetzt auch ein bisschen im Weg.
Ja, das Ding ist wirklich Gold wert, muss man sagen. Das hat Tom sich richtig gut überlegt, wenn das seine Idee ist, und wenn nicht, dann hat er das einfach nur toll kopiert und gedruckt. Aber der ist echt ein patenter Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass das seine Idee war. So. Der letzte Pin. Noch ein bisschen beeilen, der Hund wird unruhig. Kann das Licht wieder weg. So, kann das wieder drehen, bis die Nut hier unten ist. Und den Pinschuh wieder einfädeln. Ach, jetzt habe ich noch immer nichts weggeschnitten hiervon. So, ich kann den hier ein bisschen runterbiegen. Dann lässt sich das hier relativ einfach rüberfädeln. Ich weiß nicht, wieso ich mich da vorhin so angestellt habe. So, es klickt, aber es sitzt alles da, wo es sein soll. Ich weiß gar nicht, jetzt nochmal hier eben reinleuchten. Die Kupplung da sitzt, wo sie hin soll, aber das sieht so aus. Die ist nicht verdreht. Die kann ganz gerne, wie gesagt, mal verdreht sein, das ist dann blöde. In dem Fall müsste das so gehen. So, vorsichtig einmal weglegen. Ich will hier keine Pins verlieren. Ich muss ja auch noch den zweiten Kern bepinnen. So. So, kann ich natürlich jetzt nicht mit Schlüssel reinstecken, weil ich wieder keinen Platz dafür habe hier unten. Ne, den brauche ich ja für den Pinschuh. Alles, was ich hier an Platz habe. So, der geht es noch nicht ganz rein. Das liegt daran, dass die Nase hier verdreht ist. Ich muss jetzt quasi eine richtige Stelle finden. So, hier ist das Ding eingerastet. Das muss auch hoch stehen. Ne, wenn das hier unten ist, dann ist das verkehrt. Das Ding wird gleich die Nase mitdrehen. Und dann, wie gesagt, wenn es hier unten steht, steht es nachher da oben. Dann ist auf jeden Fall irgendwas verdreht. Und ich muss ein Werkzeug haben, um hier unten die Pins runterzudrücken. Die hängen jetzt nur in der Nut hier fest. Ja, drück die runter und drehe das Ding zur Seite. So, und jetzt kann ich drehen, bis das einrastet. Probiere einmal den Schlüssel, ob er von beiden Seiten funktioniert. Die Seite funktioniert. Ne? Ordentlich festhalten, ist kein Sprengring drin. Nicht, dass man das rauszieht, dann war die ganze Arbeit umsonst. Und die andere Seite funktioniert auch. Bei dem System kann auch nichts schief gehen. Nicht viel jedenfalls. So, dann haben wir das. Müssen wir noch die Sprengringe rauf. Die Weichmetalldinger sind auch wieder ein bisschen knifflig. Ich kann das mit einer Zange vorbiegen auf jeden Fall. Man kriegt die aber leider nicht so weit zusammen. Ja, wie man sehen kann, steht hier nur die Klammer ein bisschen über auf der Seite. Ne, so kriegt man das Ding nicht mehr eingebaut. Wobei das schon ganz gut zusammengegangen ist jetzt. Ich habe festgestellt, mit zwei so flachen Pfeilen kann man das ganz gut zusammendrücken. Ich glaube, ich packe das doch noch mal eben zur Seite und hole mir den Schraubstock, damit ich keine dritte Hand brauche. So, das heißt, ich drücke jetzt die eine Seite an. Passen hier auch ganz schön zwischen. Und drücke mit der anderen Seite, möglichst ohne mir damit in den Finger zu stechen. Den Ring nochmal zusammen, ruhig an verschiedenen Stellen. Ein bisschen anheben. So. Jetzt sollte der, oh ja, genau, jetzt sollte der auf jeden Fall wieder in ein Steckschloss reinpassen, ein Steckschloss. Und wo ist der andere Ring? Da. Den
Im anderen Ring machen wir das genauso. Da kann man ja auch schon sehen, dass das so ein bisschen verbogen ist. Leider. Gleich mal sehen, wie gut das läuft. Jetzt muss ich den nochmal ausbauen und einmal gerade kloppen. So, und das Ganze nochmal. Den beiden Pfeilen. Das ist noch nicht richtig. Auf der anderen Seite an der Kamera vorbeigucken. So, nur aber. So, das war's. Schloss wieder zusammengebaut. Dann sollte immer noch funktionieren. Oh, klemmt ganz ordentlich. Den Sprengring muss ich gleich nochmal raushaben und mal mit dem Hammer einmal gerade kloppen. Sonst wird das nichts. Gut, aber sonst passt das wieder. Das reicht erstmal für heute, denke ich. So, ich hoffe, das hat was geholfen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und tschüss.